Am 6. Mai 2010 wurde eine Premiere gefeiert. Der erste Airbus A380 wurde in den Farben der Lufthansa ausgeliefert und der Öffentlichkeit vorgestellt. Vor den Augen der Presse und Vertretern der beteiligten Unternehmen sollte sich die A380 erstmals mit dem Kranich-Logo in die Luft heben und wenig später auf ihrem zukünftigen Heimatflughafen landen. Vorab allerdings erfolgte die symbolische Übergabe des größten Passagierflugzeuges der Welt zwischen Airbus-Verkaufsleiter Andreas Hermann und Oliver Wagner, Leiter Direct Service bei der Lufthansa. Ich bin sehr beeindruckt vom ganzen Miniatur-Wunderland. Ich freue mich darauf, wenn der Flughafen dann tatsächlich in Betrieb geht, und freue mich jetzt umso mehr, dass ich das tolle Flugzeug hier übernehmen darf. Auch Ingo Meyer-Dirks verfolgte das Geschehen. Der Flugkapitän wird bei der echten Erstauslieferung der A380 an die Lufthansa am 19. Mai einer der 3 Piloten sein, die das Flugzeug von Hamburg nach Frankfurt am Main fliegen. Anschließend wird das größte der Miniaturflugzeuge in Position gebracht, um ihren ersten Flug in Richtung Knuffing einzuleiten. Trotz der Anspannung im Vorfeld startete die Lufthansa A380 reibungslos durch das Hamburg-Wappen. Im Miniatur-Wunderland erwartet man die kleine Maschine allerdings nicht in Frankfurt, sondern wenig später erstmals am Knuffinger International Airport, dem zukünftig größten Miniaturflughafen der Welt. Wie bei einer Erstlandung üblich, wird die A380 dort von der Feuerwehr des Knuffinger Airports mit einer Wasserfontäne begrüßt. Ob es sich hierbei um echtes Wasser handelt, wurde nicht verraten. Nach der feierlichen Begrüßung ging es dann direkt vor die Lufthansa-Gebäude. Unter den Augen von 526 Miniaturfluggästen wurde die Maschine dort von den kleinen und großen Journalisten empfangen. Mit einer Pipette taufte Micky Braun, Bürgermeisterin von Knuffingen und Ehefrau von Gerrit Braun, die neue Lufthansa A380 auf den Namen Knuffingen. Ja, herzlich willkommen in Knuffing, Herr Meyer-Dirks. Ich wollte Sie mal fragen, ob denn so der Flug nach Knuffingen Airport ein anderer ist als in der realen Welt oder ob das ungefähr ähnlich war. Ich warte mal eben, bis Sie aussteigen. Ja, wunderbar. Ja, deswegen, ist es ungefähr ähnlich wie in der realen Welt oder war es hier anders? Das ist sehr, sehr realistisch. Erstmal der Anflug war sehr beeindruckend über Knuffingen und dann der Anflug selber, das Einschweben bis zur Landebahn. Die Bahn ist bestens präpariert und Sie haben es an der Landung selber gesehen. Wir konnten die Maschine punktgenau aufsetzen und von daher war es ideal vorbereitet von Ihnen und ich bin sehr, sehr beeindruckt von dieser Flughafenlandschaft hier. Wo ich auch beeindruckt war, ist von der Leistung der Triebwerke des A380, weil unsere Landebahn ist ja doch etwas verkürzt mit 13 Metern, das würde ungefähr 1,3 Kilometer im Realen entsprechen. Jetzt mal Hand aufs Herz, wäre das im Realen möglich, ein A380 voll beladen auf 1,3 Kilometer abzubremsen? Nein, oder? Doch, es ist möglich. Es ist beeindruckend und es ist tatsächlich möglich. Dieses Flugzeug zeichnet sich dadurch aus, dass die Anfluggeschwindigkeit sehr, sehr gering ist, trotz des hohen Gewichts. Ein Grund dafür ist die große Flügelspannweite und die Flügelfläche von 845 Quadratmetern. Und ich habe es selber auch schon ausprobieren dürfen. Ich bin auf einer Landebahn gelandet und nach 1000 Metern zum Stehen gekommen. Beeindruckend. Ich würde sagen, wir machen die Kamera jetzt mal aus, damit ich mir mal die Korrekturen und die Fehler, die wir gemacht haben, nochmal anhören kann, vom Profi nochmal erzählt bekommen kann, was wir noch besser machen können. Ich sage vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank, dass Sie die Eröffnung heute gemacht haben. Es hat mir riesig gefallen. Danke. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal, dass wir hier dabei sein durften. Danke. Tschüss.